Die Wahrheit über Affenpocken, was Sie über diese Krankheit wissen müssen. Affenpocken sind eine seltene Viruserkrankung. Sie war bisher meist auf kleine Ausbrüche in tropischen Gebieten der Welt beschränkt, wobei abgelegene Dörfer in Zentralafrika das höchste Infektionsrisiko aufweisen. Nach Angaben des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, wurden seit 1980 weltweit vereinzelte Fälle von Affenpocken bei Menschen gemeldet, die jedoch sehr begrenzt waren. Es gibt derzeit keine Impfung gegen Affenpocken, Impfstoffe gegen echte Pocken können jedoch auch schützen. Wenn Sie also in ein Gebiet reisen oder kürzlich aus einem Gebiet zurückgekehrt sind, in dem diese Krankheit vorkommen könnte, ist es wichtig zu wissen, wie Sie sich und Ihre Familie schützen können. In diesem Video erfahren Sie alles, was Sie über Affenpocken wissen müssen, zum Beispiel wie Sie der Krankheit vorbeugen können, Anzeichen und Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und vieles mehr. Was sind Affenpocken? Auch wenn das Wort Affenpocken an niedliche kleine Affen denken lässt, wird die Krankheit, die diesen Namen trägt, nicht von Affen verursacht. Es gibt keine Affenpocken im wissenschaftlichen Sinne. Es handelt sich um einen Begriff, der in den populären Medien verwendet wird, um eine durch ein Virus namens Orthopox-Virus simiae verursachte Ausschlagkrankheit zu beschreiben. Wie die Pocken, das in der Natur ausgerottete Variola-Virus, gehören die Affenpocken zur Gattung der Pockenviren. Nach Angaben der WHO gibt es seit dem neuen Jahr ca. 1400 bestätigte Infektionen und etwa 95 Tode. Die Krankheit ist selten, die meisten Fälle treten in Zentralafrika auf. Die Gesundheitsbehörden weisen jedoch darauf hin, dass das Risiko, sich mit dieser Krankheit anzustecken, ernst ist, da sie in 10–30% der Fälle tödlich verlaufen kann. Wie verbreiten sich die Affenpocken? Affenpocken sind eine zoonotische Krankheit, das heißt, sie werden von Tieren auf Menschen übertragen. Im Fall dieser Krankheit wird sie von Nagetieren, wie Eichhörnchen und Ratten, auf den Menschen übertragen. Das Virus, das die Affenpocken verursacht, findet sich im Blut und im Speichel infizierter Tiere. Es kann auch leicht von Mensch zu Mensch durch direkten Kontakt mit dem Blut oder der Flüssigkeit aus den durch den Ausschlag verursachten Blasen übertragen werden. Sie kann auch von einer Person auf eine andere übertragen werden, wenn die Blasen intakt sind. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, den direkten Kontakt mit den Blasen von Menschen zu vermeiden, die an Affenpocken erkrankt sind. Die Krankheit ist auch durch Kontakt mit verunreinigten Gegenständen wie etwa Taschen und Kleidungsstücken übertragbar. Anzeichen und Symptome von Affenpocken. Die Anzeichen und Symptome der Affenpocken treten in der Regel 10 bis 14 Tage nach der Ansteckung auf. Dies ist eine relativ lange Inkubationszeit, daher ist es wichtig, die Symptome dieses Virus zu kennen, damit Sie sich so schnell wie möglich in ärztliche Behandlung begeben können. Zu den Anzeichen und Symptomen von Affenpocken gehören: geschwollene Lymphknoten, diese können sich in den Achselhöhlen, am Hals und in der Leiste befinden. Ausschlag. Der mit Affenpocken verbundene Ausschlag sieht aus wie eine Kombination aus Masern und Pocken, mit einem roten Ausschlag, der Blasen bilden kann. Fieber, als Folge der Infektion können Sie auch hohes Fieber, bis zu 40 Grad Celsius, haben. Kopfschmerzen, als Anzeichen der Infektion können Sie auch Kopfschmerzen haben. Muskel- und Gelenkschmerzen, als Folge der Infektion kann es zu Muskel- und Gelenkschmerzen kommen. Müdigkeit, als Folge der Infektion können Sie sich auch extrem müde fühlen. Allgemeines Unwohlsein, als Folge der Infektion können Sie sich allgemein unwohl fühlen. Affenpockenbehandlung. Gegenwärtig gibt es keine spezifische Behandlung für Affenpocken. Die CDC empfiehlt Ruhe, Flüssigkeitszufuhr und allgemeine Pflege, um die Symptome zu lindern, während der Körper die Krankheit bekämpft. Da das Risiko, an dieser Krankheit zu sterben, hoch ist, ist es sehr wichtig,
dass sie sich frühzeitig in ärztliche Behandlung begeben. In schweren Fällen von Affenpocken müssen sie möglicherweise ins Krankenhaus eingeliefert werden und erhalten Flüssigkeit, intravenöse Antibiotika und antivirale Medikamente. Schlussfolgerung: Affenpocken sind eine seltene Viruserkrankung, die bei Nagetieren vorkommt und auf den Menschen übertragen wird. Menschliche Fälle dieser Krankheit sind selten, aber die CDC empfiehlt, dass Sie sich schützen, wenn Sie in Gebiete reisen, in denen die Krankheit vorkommen könnte. Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, ist es wichtig, frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, da die Krankheit zum Tod führen kann. Es gibt keine spezifische Behandlung für Affenpocken, daher wird empfohlen, sich auszuruhen und Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um die Symptome in den Griff zu bekommen.